Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des portugiesischen MG-Schützen im Ersten Weltkrieg von Modelix Studio im Maßstab 54 mm oder 1:32. Hierbei handelt es sich um einen vollriesigen Bausatz, da ist die Figur dabei, aber auch diese Szenerie, das ist ein Schützengraben. Das finde ich ist eine super Dreingabe, dann hat das Ganze auch noch ein bisschen Kontext. Modelix Studio bietet einige Figuren von portugiesischen Soldaten vom Ersten Weltkrieg bis in die heutige Zeit an. Was ich recht interessant finde als Thema, das sieht man jetzt nicht ganz so oft. Ich habe auch schon in der Vergangenheit einige Figuren von Modelix Studio gebaut und das war immer sehr interessant. Deswegen habe ich mir da noch eine zugelegt. Soweit so gut, schauen wir mal rein in die Schachtel. Normalerweise sind die Figuren von Modelix Studio in so Plastikverpackungen. Hier ist es in Karton, das finde ich auch ganz gut. Und dann haben wir hier einmal die Szenerie und einmal die Figur selber. Schauen wir uns zuerst die Figur an. Allgemein kann ich sagen, dass die vom Detaillierungsgrad her die schönste ist vom Modelix Studio, die ich so gesehen habe bisher. Besonders das Gesicht und die Hände sind sehr schön detailliert und dürften sich deswegen auch gut lackieren lassen. Auch die Haare sehr schön, uniform und auch dieser Gasmaskenbehälter auf der Brust ist sehr schön. Das Einzige, was ich nicht so toll finde, ist einiges an Fischhaut, was sich hier in dem Bereich angesammelt hat. Sollte aber relativ gut zum Versäubern gehen. Ist bloß ein bisschen mehr, als man typischerweise bei Resinfiguren sieht. Aber selbst Plastikfiguren haben Grat an manchen Stellen, das ist normal. Da ist nur ein bisschen mehr Versäuberungsarbeit notwendig, wie das vielleicht sonst der Fall wäre. Zum Zusammenbauen gibt es ja eigentlich nichts, die Figur ist schon komplett, da ist schon alles dran. Manch einer wird es vielleicht nicht ganz so gern mögen, weil sie vielleicht den Kopf oder so lieber separat haben zum Bemalen, weil das dann leichter geht. Ich persönlich baue meine Figuren sowieso immer komplett zusammen, bevor ich sie bemal. Deswegen kommt es meiner Arbeitsweise eigentlich schon ziemlich gut entgegen. Das Lewis Maschinengewehr ist ein bisschen ein Problem. Das ist prinzipiell sehr schön, aber doch sehr gratig und fischhäutig. Besonders hier oben auf dem Magazin empfinde ich das als sehr störend. Da ist auch ein bisschen so ein Formversatz da. Ganz schwierig zum Versäubern. Da werde ich vielleicht versuchen, ein Plastikteil mir zu besorgen und es dann als Ersatz herzunehmen. Das dürfte eigentlich ganz gut funktionieren. Ansonsten eigentlich schon schön hier mit der Mündung, ist alles offen und wunderbar detailliert. Es ist nur einfach nicht schön gegossen. Das ist aber eigentlich so ein allgemeines Problem. Ich finde, dass so filigrane Teile sich mit Resin relativ schlecht realisieren lassen. Die Vignette ist für mich das Highlight hier, weil das diese Figur einfach nochmal in den Kontext setzt und man selten bei Resinfiguren so eine schöne Base dazu bekommt. Das finde ich ist eine super Dreingabe. Super detailliert hier die Holzstruktur oder auch hier das Hufeisen. Die Sandsäcke sehen auch sehr realistisch aus. Dieser Topf ist hier auch eingegossen und sehr dünnwandig, absolut realistisch. Ja, die Bodentextur ist eigentlich auch schön, aber da wird jetzt nur Lackieren nicht reichen. Da werde ich noch ein bisschen von meiner eigenen Erde als Matsch drauf schmieren. Hier ist dann auch noch so ein Vorhang für so einen Unterstand. Sieht auch sehr realistisch und detailreich aus. Wirklich eine Spitzensache. Auf der Rückseite, das ist typischerweise nie ganz gerade. Da sollte man das dann vielleicht mit dem Schmirgel ein bisschen glatt schleifen, dass das hier ein schöner rechter Winkel ist. Und dann sieht es spitze aus. Sicherlich auch sehr spaßig zum Bemalen und zum Altern. So, ich habe mal die 3 Teile von dem Bausatz mal so positioniert, wie es sich gehört, damit ihr auch mal seht, wie das dann tatsächlich aussieht. Ist relativ viel zum Versäubern, aber ich denke, die Arbeit lohnt sich auf alle Fälle. Das ist eine sehr interessante Figur und Szenerie zum Bemalen und zum Altern. Sicherlich eine Herausforderung. Ich empfehle das Lewis Maschinengewehr zu ersetzen. Es gibt ja einige Plastikversionen davon oder vielleicht hat man es schon rumliegen. ICM oder auch Tamiya haben Figurenbausätze, wo das MG dabei ist und kann man leicht austauschen.
1:32 und 1:35, das ist halbwegs kompatibel von der Größe. Wenn man möchte, könnte man auch noch einen britischen Brodie-Helm hinzufügen. Die Portugiesen hatten den englischen Helm im Ersten Weltkrieg. Das wäre vielleicht noch eine ganz interessante Sache, wenn der irgendwo noch liegen würde, hier oben oder auch am Boden oder so. Das könnte man auch noch machen. Alles in allem eine sehr schöne Figur. Die zusätzlichen Versäuberungsarbeiten sollten kein Problem darstellen. Und ich finde, das ist seine 24 € durchaus wert. So, ich hoffe, euch hat die Bausatzvorstellung gefallen. Ich möchte mich jetzt an der Stelle noch bei Carlos Mendes bedanken. Der hat mir die Figur besorgt und hat mir das eben auch ermöglicht, dass ich die euch zeigen kann und später dann auch mal bemalt vorstellen kann. So, das wäre es auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.